Was willst du mir hier eigentlich unterstellen, dass ich in dich verliebt bin? Nur weil ich dir einmal über Überschwang um den Hals gefallen bin? Und überhaupt, wer hat denn hier wen versucht zu küssen in der Nacht vor seiner eigenen Hochzeit? Ich will, dass du das Derby auf Dionysos reitest. Ich bin mir nicht sicher, ob ich in so einer kurzen Zeit die optimale Laufzeit und mich in den Griff krieg. Hang, ich bin nicht die Richtige für den Job. In diesem Fragebogen, da stehen Dinge drin, die du noch nie vorher erwähnt hast. Alle Menschen haben Fantasien. Das ist doch ganz normal. Aber es kommt halt auf die Fantasien drauf an. Eigentlich sollte man im Leben nichts überstürzen. Aber manchmal geht das nicht anders, weil einem die Zeit davonläuft. Und dann heißt es Gas geben. Denn wenn dir das Wasser bis zum Hals steht, dann bist du schon halb ertrunken. Sag mal, warum willst denn du eigentlich schon wieder abhauen? Zwischen dir und Hagen läuft doch wieder alles. Oder ist es doch wegen Marlene? Marlene? Wieso denn Marlene? Was willst du eigentlich von meinem Mann? Was? Na, eure neue Colette hat da sowas angedeutet. Meine Jockette? Das ist ein weiblicher Jockey. Aha. Theresa Erzberger. Sie war mit Hagen und Marlene essen und ich glaube, sie ist der Teufel. Dabei sieht sie eigentlich ganz lieb aus und kann auch ziemlich witzig sein. Aber sie kann auch ziemlich direkt sein. Wieso, was hat sie denn gesagt? In München habe ich meine große Liebe getroffen. Armani, ein Araber. Ich habe ein Foto dabei. Wollen Sie es mal sehen? Gerne. Wow. Ein echter Siegertyp. Ja, wo haben Sie sich denn kennengelernt? Entschuldigung. Ja, für Männer ist wohl keine Zeit in ihrem Leben. Ein Jockey sollte wie das Pferd leben, das er reitet. Er darf nie sein Ziel aus den Augen verlieren. Und genau deshalb hat meine neue Kollegin bislang auch noch kein Land gesehen. Dana, warum? Ja. Warum? Sie ist in ihren Mann verknallt. Marlene, es ist nicht so, wie du denkst. Nein. Jetzt hättest du mal dein Gesicht sehen sollen. Denkst du wirklich, dass ich dieser Jockette auch nur ein Wort glaube? Hey, mal abgesehen davon, dass sie nur Pferde im Kopf hat. Du und Hagen. Was für ein Blödsinn. Ach, jetzt komm schon her. Aber dann ist doch alles gut. Nichts ist gut. Theresa hat offensichtlich sofort gecheckt, was mit mir los ist. Dabei habe ich sie nur ganz kurz gesehen, als Hagen uns vorgestellt hat. Ich war dabei. Und ich kann mir das gut vorstellen. Dana, Christian? Das ist Theresa Erzberger. Hagen hat sie als Jockette vorgestellt. Sie scheint da irgendwie großen Wert drauf zu legen. Ja, meinetwegen. Aber jetzt komm. Also Hagen hat euch vorgestellt. Sie ist unsere neue Jockette. Ja, das ist Christian Mann, Pferdewirt und quasi Manager vor Ort. Dana Wolf, Pferdewirtin und Trainerin von Dionysos. Dana hat sich sehr dafür eingesetzt, dass Sie zu uns kommen. Sie reiten nicht selbst. Ich habe noch nicht so viel Erfahrung. Aber viel Talent. Stimmt, das hat er gesagt. Tja, und dann hat er wahrscheinlich... Ich bin mir sicher, dass Dana sehr von ihrer Erfahrung profitieren wird. Klar? Naja, du hast Hagen angeguckt wie immer. Ist es wirklich so offensichtlich? Seht ihr? Ich muss hier echt weg. Weißt du, was ich mich die ganze Zeit frage? Sag es mir. Warum wir so eine Therapie nicht schon viel früher gemacht haben. Hey, mal ehrlich. So gut wie in den letzten Tagen ging's uns noch nie. Stimmt, wir haben ziemlich viele unanständige Dinge getan.
Und gesagt. Manchmal erkenne ich mich gar nicht mehr wieder. Na, bin ich gut oder bin ich gut? Oliver, du sprichst jetzt endlich mit deiner Frau rechts. Entschuldigung, ein Klient hat mich gerade am Telefon aufgehalten. Kein Problem. Besser, Sie rufen an, bevor Sie sich umbringen. Es ging nicht um einen Suizid. Das war ja auch nur ein Scherz. Und wie geht es Ihnen heute? Das hatte ich erwartet. Was, dass wir Händchen halten? Oh, Händchen halten. Wir haben den besten Sex, den wir je hatten. Andi. Und Sie glauben, Sie hätten Ihre Probleme im Griff. Oder sogar bereits gelöst? Kann man so sagen, oder? Aber hallo? Und das hat sich ereignet, nachdem Sie meinen Fragebogen wahrheitsgemäß ausgefüllt haben? Naja, also, bei dem Fragebogen war das so, ich fand die Fragen schon etwas zu detailliert. Von wegen sexuelle Fantasien und so, aber als wir das dann alles Besprochen hatten, war alles in Ordnung. Und deswegen sind wir auch gekommen, um Ihnen was zu sagen. Genau, nämlich wir würden die Therapie gerne beenden. Wir haben sie sozusagen nicht mehr nötig. Das sehe ich genauso. Was sagen Sie dazu? Dass Sie in die Regressionsphase eingetreten sind. Das bedeutet Rückschritt. Nein. Also, ich glaube, Sie haben gar keine Ahnung. Als Regressionsphase bezeichne ich gerne den Punkt, an dem sich die Konflikte plötzlich zurückzubilden und aufzulösen scheinen. Und daher möchte ich zur Vorsicht warnen. Keine Angst, wir verhüten. Danke, Sie haben uns jedenfalls sehr geholfen. Ja, ich kann Sie natürlich nicht von Ihrem Entschluss abhalten, aber sollten Sie über kurz oder lang das Gefühl haben, Dann wissen wir, wo wir Sie finden. Es war schon so schwer, mit Hagen zu arbeiten. Jetzt von dieser Therese auch noch Bescheid weiß. Mach's gut, mein Hübscher. Nicht schlecht, das muss ich mir merken. Ja, bitte? Verzeihen Sie die Störung, Graf Lahnstein, aber Frau Wolf möchte Sie sprechen. Können wir kurz reden? Ist es denn dringend? Sehr dringend. Ja, den Rest können wir gerne auch morgen besprechen, Herr von Lahnstein. Bis dann. Spaß. Was gibt's denn so Wichtiges? Meine Kündigung. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich habe ein Angebot von einem Rennstall in Brandenburg. Das würde ich sehr gern annehmen. Und wann soll das Ganze bitte losgehen? Schon morgen. Brandenburg? Voll die Provinz. Hast du deshalb abgelehnt, das Derby zu reiten? Nein. Ja, was ist denn dann der Grund? Ist es diese Sache mit dem Lügendetektor? Oder weil ich vermutet habe, dass du in mich verliebt wärst? Quatsch, darum geht's überhaupt nicht. Ja, was hab ich denn dann falsch gemacht? Es geht hier nicht um dich, ehrlich. Ich habe in diesem Stall einfach sehr gute Chancen und darauf kommt es ja auch ein bisschen an. Aber die hast du doch hier auch. Hatte Hagen dir nicht angeboten, dass du beim Derby starten kannst? Ich habe abgelehnt. Ich glaube, ich bin einfach noch nicht so weit. Und seit wann hast du die Stelle? Ich habe
die schon vor ein paar Monaten angeschrieben, aber nie eine Antwort bekommen. Aber warum so schnell und so weit weg? Je weiter, desto besser. Es ist wegen Theresa. Kann ich verstehen. Mir geht es auch total auf den Keks, wenn ich ständig Jessica vor der Nase habe. Also in deinem Fall kann ich das ja verstehen, Kim. Aber du hast ja die Konkurrenz ja praktisch direkt ins Haus geholt. Ich wollte doch, dass du das Derby reitest. Du hast Theresa selbst vorgeschlagen. Es kam mir einfach ehrlich hervor. Ich bin noch nicht so weit, Hagen. Mensch, Dana, überleg doch mal. Mit Theresa als Trainerin könntest du so viel mehr lernen als auf jedem verdammten Gut in Brandenburg. Es ist nicht irgendeins. Welches ist es denn? Das ist doch egal. Ich hab gedacht, du wirst Jockey werden. Wenn du schon den Job ausschlägst, warum nimmst du dann nicht wenigstens die Chance an, in die Position reinzuwachsen? Es tut mir leid, ich habe schon unterschrieben. Noch heute Nachmittag hat Dana mit keinem Wort erwähnt, dass sie geht. Und jetzt, ich meine, kennst du diesen Rennstall überhaupt? Reitet da überhaupt jemand, der einen Namen hat? Sie hat mir nicht einmal gesagt, wie er heißt. Merkwürdig, mir auch nicht. Hat sie dir irgendwelche Gründe genannt, warum sie geht? Nichts Konkretes. Nur, dass es für sie hier nichts mehr zu tun gibt, seit es Theresa hier ist. Und das fällt dir jetzt ein. Ich meine, sie wollte selber, dass Theresa kommt. Und warum ausgerechnet Brandenburg? Da kennt sie keinen Menschen. Wenn sie dort größere Chancen hat? Ich wusste nicht, dass Dana ihre Karriere so wichtig ist. Tja, wenn man ein Ziel verfolgt, muss man manchmal auf eigene Faust losziehen, damit einem niemand im Wege stehen kann. Ja, in diesem Punkt seid ihr euch ziemlich ähnlich. Wenn du ein Ziel verfolgst, guckst du auch weder nach links noch nach rechts. Und übersiehst dabei, dass deine attraktive Frau sehnsüchtig auf dich wartet. Ist es nicht ein bisschen frisch? Gleich nicht mehr. Also die Leidenschaft in den ersten Wochen nach der Hochzeit hätte ich mir echt ein bisschen anders vorgestellt. Was ist denn los? Ich mache mir doch nur Sorgen, dass du dich erkältest. Komm. Auf uns. Und die Regressionsphase. Und was, wenn Dr. Goldmann recht hat und das wirklich nur eine Phase ist? Ach, das ist doch bestimmt nur so ein Psychogequatsche. Wir hatten ein Problem und haben es gelöst. Und alles Weitere lässt sich doch am besten unter 4 Augen klären. Wenn es nach mir geht, müssen wir eh nicht so viel sprechen. Meine Rede. Ich hoffe, ich störe. Oh, Papa, setz dich doch zu uns. Nee, danke, ich habe keinen Appetit. Aber euch scheint es ja wieder besser zu gehen. Wir können nicht klagen. Scheint ja Wunder zu wirken, diese Therapeutin. Allerdings. Deswegen hatten wir heute auch unsere letzte Sitzung. Für Sie auch Champagner? Nein, vielen Dank. Meine Frau hat schon gegessen? Die Gräfin speist heute auf ihrem Zimmer. Ja, dann bitte. Ludwig, warte. Hast du nicht Lust, morgen zum Frühstück bei uns vorbeizukommen? Schließlich warst du ja auch seit einer Ewigkeit nicht mehr da. Seit 2 Ewigkeiten. Ja, dann kann ich ja nicht ablehnen. Also gut, ich komme. Was hältst du denn von der Idee, wenn... Ja, auf jeden Fall. Sag mir nur wann und wo. Dann morgen früh bei uns. Großartig. Ich bin schon ganz gespannt. Gut. Meine Frage war nämlich, ob wir Elisabeth auch zum Frühstück einladen. Oh, du. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find. Hi. Meinst du, das reicht? Ja, bestimmt. Wir haben ja noch tiefgefrorene und Croissants sind auch noch da. Oh, mit Mandeln und Schokolade. Du weißt doch, dass ich die nicht mag.
Jeder kann mal was lernen. Haben wir Orangensaft? Ja. Der ist seit ein paar Tagen abgelaufen, aber nur Spaß. Wir haben Orangen. Ich presse uns frischen. Super. Findest du, das war eine gute Idee, Elisabeth einzuladen? Ja, was der Papa erlebt, der vermisst sie. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn sie sich mal auf neutralem Boden begegnen. Und wir beide beflügeln sie dann mit unserer Regressionsphase? Also die Zeit hätten wir. Du, haben wir noch Servietten? Rote, grüne oder blaue? Ich glaube, blaue sind ganz gut. Ich schau mal nach. Und Andi? Milchkanne? Es freut mich, Frau Erzberger, dass Sie sich an unseren Rennstall binden wollen. Vorläufig. Wir wollen erst mal sehen, wie ich mit dem Pferd zurechtkomme. Und mit ihm. Oh. Wir hoffen natürlich sehr, dass alles zu Ihrer Zufriedenheit ist, Frau Erzberger. Weniger bin ich auch nicht gewohnt. Ihr zwei seid euch gar nicht so unähnlich. Ja, wollen wir reingehen? Ich bin etwas knapp in der Zeit. Was soll das heißen? Wir haben einen Termin. Wenn es nur darum geht, das hat Zeit. Ich muss dringend mit Dana sprechen. Und natürlich mit Christian. Ich habe vorhin schon nachgesehen, als wir auf dich gewartet haben. Da drin ist niemand. Ich bin gleich wieder da. Theresa Erzberger. Sie sollen gut sein. Davon können Sie sich bald überzeugen. Nicht gerade sehr gesprächig. Ich glaube nicht, dass das ein Nachteil ist. Hallo? Dana ist tatsächlich nicht da. Ist doch auch völlig egal, wir brauchen sie nicht. Ich schon. Ja, dann verschieben wir das Gespräch auf morgen. Ich muss jetzt auch los. Das wäre eine schöne Idee, gemeinsam zu brunchen. Danke für die Einladung. Danke, komm rein. Andi. Hallo. Guten Morgen. Ich war schon eine Ewigkeit nicht mehr bei euch. Da sind uns gestern noch welche eingefallen. Ja? Erwartet ihr noch jemanden? Tja, also, es ging ihm gestern ziemlich schlecht. Und, Also, was Andi eigentlich sagen wollte, wir haben... da ist er ja. Hallo. Entschuldigt bitte die Störung. Ach, hallo Elisabeth. Ist Dana noch hier? Na, sie wollte zu Marlene aufs Schloss, bevor sie endgültig... Danke. Oh, hätten wir auch zusammenfahren können. Entschuldigt die Verspätung. Ludwig. Naja, dann sind wir jetzt komplett. Von mir aus kann's losgehen. Ich kann überhaupt nicht glauben, dass du jetzt weg bist. Ich auch nicht. Bist du dir ganz sicher? Wirst du es dir nicht doch noch mal überlegen? Das geht nicht. Du wirst mir fehlen. Also ich hätte nicht gedacht, dass Sie eure Beziehung so schnell wieder in den Griff bekommt. Glückwunsch. Wir hatten ja auch Hilfe. Naja, aber das meiste haben wir ohne fremde Hilfe hinbekommen. Aber das müssen wir jetzt hier nicht vertiefen. Nein. Es ist schön, euch wieder so glücklich zu sehen. Okay, ich rufe den Fahrer. Das brauchst du nicht. Ich gehe zu Fuß. Ja, aber bis zum Bahnhof ist es echt ein gutes Stück. Ich nehme die Abkürzung durch den Wald. Kann ich auch noch in Ruhe Abschied nehmen. Dann sieh aber zu, dass du nicht wieder in eine Falle trittst. So out on show on Monday, I was hoping someday you'd be on your way to better things. It's not about your makeup or how you try to shape up to these tiresome papers. Ich glaube, um die beiden muss ich mir keine Sorgen mehr machen. Ja, sieht ganz so aus. So now you pour your heart out, you're telling me you're far out, not about to lie. Du fehlst mir. Your cause, but you don't pull my strings, 'cause I'm a better man, moving on to better things. Okay, ich gehe dann mal, sonst fange ich jetzt echt noch an zu rollen. Schon okay.
Bis bald, große Schwester. Dankeschön. Ja, dann macht es gut, ihr beiden, und genießt die gute Phase. Von wegen gute Phase. Das wollte unsere Therapeutin uns auch schon einreden. Bei uns ist das Natur pur. Ja, und danke nochmal. Das war wirklich ein sehr schönes Vorstellen. Helena. Schön, dass du Zeit hattest. Gute Idee. Hätte von mir sein können. Das war Helenas Idee. Ach so, und mach dir keine Sorgen. Wenn man den Frauen nur ein bisschen Verständnis entgegenbringt, dann kommen sie von ganz alleine zur Vernunft. Danke für den Tipp. Kommst du? Ja. Tschüss, Andi. Also, tschüss. Was ist denn? Hat doch alles gut geklappt? Was war das für ein selten dämlicher Spruch an die Fritsche? Was, welcher Spruch denn? Ich bin also zur Vernunft gekommen, ja? Ja? Nein. Ich wollte das doch nur mit den Worten, mit meinen eigenen Worten wiedergeben, was die Therapeutin gesagt hat. Von wegen, jetzt weiß ich wenigstens, was du wirklich denkst. Weißt du eigentlich, wie scharf du bist, wenn du sauer wirst? Ach, und jetzt willst du wieder vögeln, damit ich zur Vernunft komme, ja? Weißt du was? Vergiss es. Hey, mach dich mal locker. Bei uns läuft doch wieder alles zwischen uns. Ja, im Bett vielleicht, und trotzdem streiten wir. Nein, du streitest. Du putzt schon wieder hinter mir her. Oh, entschuldige, dass ich unseren Gästen saubere Gläser anbieten will. Ein Riesenverbrechen. Ui, Schlieren auf den Gläsern. Eine Katastrophe. Weißt du was, jetzt halt einfach mal die Klappe. Vielleicht verläuft das Leben doch in Phasen. Und in Phasen der reinen Harmonie erübrigt sich der Rückzug. Alles läuft rund. Es gibt keinen Grund auszubrechen. Die sind nicht die Ersten, die in diese Falle getappt sind. Sex, das ist ein ganz passabler Kit, aber es hilft nur kurzfristig. Wenn Sie Ihre Probleme wirklich verstehen wollen, dann müssen Sie sich mehr aufeinander einlassen. Ich sage Ihnen, wie es ist. Weil viele Paare nach dieser Phase scheitern. Anders wird es in den Phasen der Konflikte. Ja, das heißt jetzt nicht, dass es bei Ihnen auch passieren muss. Aber es kommt eine Menge Arbeit auf Sie zu. Bleiben sie ungelöst, nähert man sich wieder dem alten Teufelskreis. Willkommen in der, wie ich sie gerne nenne, Eskalationsphase. Leider können die guten Phasen im Leben nicht ewig dauern. Dennoch hat die Erkenntnis gleichzeitig auch etwas Beruhigendes an sich. Ich dachte, wir hätten einen gemeinsamen Traum. Wir wollten zusammen den Rennstall hier aufbauen. Und nach dem Derby die Nase ganz weit vorn haben. Gib dir keine Mühe. Ich kann nicht bleiben. Alles ist eine Phase. Alles ändert sich. Nichts ist ewig. Warum? Was hast du woanders, was du hier nicht auch haben kannst? Jetzt mach's mir doch bitte nicht so schwer. Nenn mir einen Grund, warum ich bleiben sollte. Ich will, dass du bleibst.